Ob wir es benötigen oder nicht, mit OneNote habe ich die Möglichkeit, Dokumente, die ich in Word geschrieben habe, Richtung OneNote zu verschieben und diese dort abzuspeichern. Wie das Ganze funktioniert, gehen wir einmal gemeinschaftlich durch. Ich habe jetzt hier eine Standardseite von Word und wenn ich auf die Dateien gehe und drucken, haben wir hier auch schon den Punkt OneNote Desktop. Wenn ich das Ganze aufklappe, habe ich hier auch nochmal OneNote for Windows 10 und OneNote Desktop. Wenn ich in meinen Drucker springe, hier öffnet sich das Feld, habe ich neben den normalen Druckern auch hier wieder OneNote Desktop und OneNote for Windows 10. OneNote Desktop ist die Microsoft 365 Version von OneNote. Wenn ich das Office-Paket installiere, wird das automatisch mitinstalliert. Und OneNote for Windows 10 ist jetzt bei mir auf Windows 11 vorinstalliert. Deswegen steht das Ganze zur Verfügung. Lösche ich das Office-Paket, wird dann auch entsprechend der Drucker gelöscht. Wenn ich nun den entsprechenden Drucker auswähle und sage Drucken, passiert Folgendes. Wir bekommen eine Auswahl unserer Mappen. Ich habe das Ganze hier schon mal vorbereitet. Ihr seht jetzt hier den Punkt Drucker und mit OK wird das Ganze bestätigt. Wir sehen, dieses Bild sieht vergleichbar mit dem aus, was wir zum Beispiel auch schon mit dem Clipper aufgebaut haben. Wenn ich jetzt hier reinklicke, wird zwar der Cursor angezeigt, aber ich habe nicht die Möglichkeit, dort etwas rauszulöschen. Wenn ich etwas hinzufügen möchte, wird das einfach darüber gepackt. Wenn ich jetzt einmal runter scroll, sehen wir, dass das Dokument, 7 Seiten waren es, hier nun abgebildet ist, allerdings eventuell in einem Format, was mir nicht so ganz gefällt, weil ich es nicht direkt bearbeiten kann, so wie ich es gerne hätte. Was bei euch jetzt eventuell passieren könnte, je nachdem, wie lange das Dokument ist, könnte es auch sein, bei mir ist es ja jetzt auf eine Seite gepackt, dass jede Seite einzeln hier hinterlegt ist. Das Ganze könnt ihr einstellen, indem ihr auf Datei geht, Optionen, erweitert. Hier scrollen wir einmal komplett nach unten und haben hier im Bereich Ausdrucke lange Ausdrucke auf mehreren Seiten einfügen. Ich habe das Ganze bei mir eben aktiviert, weil ich gehofft habe, dass diese 7 Seiten dafür ausreichen. Tun sie in dem Fall nicht. Deswegen nehme ich das einmal wieder raus, sage OK und jetzt würde, egal wie lang das Word-Dokument auch ist oder auch andere Applikationen, PowerPoint, würde das Ganze auch entsprechend funktionieren, würden alle Seiten immer auf einer Seite hinterlegt werden. Wenn ihr, wie gesagt, möchtet, dass ein Dokument, was 100 Seiten hat, entsprechend eine einzelne Seite bekommt, könnt ihr die Optionen so einstellen, wie ich es euch eben gezeigt habe.